wir an. Bei mir geht es heute um das Thema Modding. Was ist neu im neuen Spiel im Farming Simulator 25? Fangen wir zuerst mal an bei mir selbst. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin der Stefan Maurus. Ich bin bei uns Gameplay-Programmer und Lead Integrator. Das heißt, ich bin verantwortlich für alle Fahrzeuge bei uns im Spiel, dass die funktional richtig im Spiel funktionieren. Ich bin seit 2016 bei Giant Software, also mittlerweile seit 8 Jahren auch ein bisschen. Und für die Leute, die schon länger das Spiel spielen, kennen vielleicht noch meine Mods von damals. Also ich war, bevor ich bei Giants angefangen habe, Modder. Genau. Fangen wir an mit einem kleinen Überblick. Um was geht es heute? Also wir werden anfangen mit den Fahrzeugmaterialien. Das hat der Stefan Geiger schon ein bisschen gestern angesprochen. Wir haben jetzt den neuen Clear Code, der auf den Lacken drauf ist, und ja, das ganze Material-System wurde da ein bisschen angepasst, damit wir da ein bisschen flexibler sind. Dann habe ich das Thema Static Lights, da haben wir ein bisschen was geändert. Merged Shadows, das hat der Stefan gestern auch schon angesprochen, wie man das Ganze aufsetzt oder was zu beachten ist. Danach noch Configurations, es gibt ein paar Neuerungen dort. Es gibt auch ein paar neue Dashboard-Funktionen, die man hat. Und auch mit den i3D-Referenzen haben wir ein paar Neuerungen. Noch dazu gibt es zu sagen, also bei mir geht es heute hauptsächlich um Fahrzeuge. Ja, ich bin der Fahrzeugtyp bei uns. Also nicht wirklich map-spezifisch, aber das können wir dann später beim Q&A sicherlich noch thematisieren. Zuerst will ich mal anfangen mit einem kleinen Rückblick. Wie war das Materialsystem im FS22 und FS19? Das kennen viele wahrscheinlich von euch. Wir haben die Detail-Materials mit einem UV-Slot definiert. Also man sieht es auf der rechten Seite ganz gut, die verfügbaren UV-Slots, die wir hatten. Und die haben im Endeffekt definiert, wie ein Face genau aussieht, also welches Material drauf ist. Ob das jetzt Metall ist oder Chrom oder was auch immer. Das Problem mit dem System war, dass es sehr limitiert ist. Also wir haben, wie man rechts sieht, 64 Material Slots und wir sind auf diese im Endeffekt gelockt, also wir können es nicht unendlich erweitern. Und was noch limitierender ist, sind die 8 Color Slots, die wir unten haben. Die sind im Endeffekt dafür da, dass wir jedes Material, das wir oben definiert haben, mit einer userspezifischen Farbe versehen können und damit dann Faces ausstatten. Das Problem mit dem System, die einzelnen Materialien, die wir da haben, können nicht feinjustiert werden. Wir müssten jedes Mal ein komplett neues Material hinzufügen, oben in den 64 Slots, und es wird dann irgendwann voll. Und mit den 8 Color Slots, die wir haben, sind wir sehr häufig ans Limit gekommen bei Fahrzeug-Interiors. Wenn man da denkt, ja, im Innenraum von einem Fahrzeug hat man sehr viele unterschiedliche Farben. Da hat jede Taste eine andere Farbe und eine andere Funktion, und deswegen kommt man da sehr schnell über diese 8 Color Slots, die wir verfügbar haben. Genau, und da war das eben dann immer die Lösung, dass man 2 Materials definiert, eins mit dann noch 8 weiteren Color Slots, die dann verwendet werden, aber da hat man dann natürlich 2 Materials, das ist dann natürlich für die Performance schlechter und auch für den VRAM-Usage. Was haben wir jetzt geändert im 25er? Also wir haben zum einen jetzt den Support von einem Multi-Material Setup. Generell mal erklärt, was heißt Multi-Material Setup? Also wir haben im Endeffekt ein Objekt, auf dem mehrere Materials gleichzeitig sind. Die Limitation hatten wir im FS22 und davor, dass wir im Endeffekt nur ein Material pro Objekt haben. Das hat den Grund, dass eine Grafikkarte, wenn auf einem Objekt mehrere Materials sind, braucht es mehrere Draw-Cores, um das Objekt zu rendern. Sprich, es muss einfach doppelt so oft berechnet werden. Also wenn ein Objekt 2 Materials hat, ist es doppelt so teuer, das zu rendern. Deswegen, es hat funktioniert in den Spielen davor, aber es war unheimlich unperformant. Und vor allem, wenn man einen Traktor hat mit sehr viel Polys, dann ist es natürlich nicht sehr gut, wenn man den mehrfach rendert. Was haben wir jetzt geändert? Wir haben unsere Rendering-Pipeline ein bisschen angepasst, dass wir Multi-Material-Setups bis zu einem bestimmten Grad erlauben. Also die Limitation ist, dass die Basisattribute von einem Material identisch sind. Also Basisattribute heißt die Diffuse, Normal, Specular bzw. Remask, den Shader, den wir assignen, und die Shader Variation. Also wenn diese Attribute gleich sind, können wir mehrere Materialien auf ein Objekt assignen.
Was bei den Objekten anders sein darf, sind zum einen die Shader-Parameter, die dürfen komplett custom sein und auch die Shader-Textures, was sehr wichtig ist. Weil diese Detail-Texturen, die wir davor über diese UV-Slots definiert haben, werden jetzt über die Shader-Texturen definiert. Also wir haben Detail-Texturen im Shader, das sehen wir hier rechts im Bild auch ganz gut. Da sehen wir unten die Shader-Texturen definiert, da haben wir einmal eine Detail Specular, Detail Normal und Detail Diffuse. Und diese drei in Kombination sind im Endeffekt das, was wir davor als UV-Slot im alten System hatten. Und dadurch, dass wir im Endeffekt alles, was hier unten ist, also die Shader-Parameter und Texturen unterschiedlich haben dürfen pro Objekt, beziehungsweise pro Material in einem Objekt, ist das System super flexibel und wir können hier, also hier haben wir mal den Beispiel den 700er Fendt und dann haben wir hier 10 bis 15 Materials, die wir definieren und das ist dann im Endeffekt das Gleiche, was wir davor mit den UV-Slots definiert haben. Wir sind dadurch natürlich sehr viel flexibler, also wir können als Detail, Diffuse oder Detail Normal und Specular definieren, was wir wollen. Also wir können auch unsere eigene Textur darstellen und unsere eigene Textur als Detail Diffuse verwenden. Das zeige ich gleich noch. Was wir noch haben, ist der Clear Code. Der Stefan Geiger hat es schon angesprochen, also der Klarlack auf Deutsch. Das ist ein zusätzlicher Layer, der bei uns im Vehicle Shader ist und der kann über den Shader-Parameter eingestellt werden. Also der darf auch unterschiedlich sein pro Material auf einem Objekt. Was wir noch haben, sind die gescannten Farben. Das Problem, was wir im FS22 hatten, war, dass wir nicht wirklich einen einheitlichen Look bei den Farben hatten. Das hat den Grund, dass wir keine einheitliche Quelle für die Farben hatten. Also meistens wurden die Farben ja von den Herstellern, die haben uns irgendwelche RGB-Werte geschickt, diese ja, auf deren Webseite oder sonst irgendwo verwendet haben oder wir haben es aus irgendwelchen Bildern rausgezogen, aber im Endeffekt war es nie akkurat, weil irgendwelche Bilder von Traktoren, wenn man hier ein Bild macht, dann sieht es auf dem Bild ganz anders aus, als die Farbe in echt ist. Da ist der Glanz ganz anders und es kommt auch sehr auf das Licht an zum Beispiel. Also wenn der Traktor jetzt draußen steht, sieht er ganz anders aus. Also da hat man keine wirkliche gute Referenz. Was wir haben einen Color Scanner jetzt gekauft. Und dieser wird eben dazu verwendet, um die Farbe wirklich genau zu messen. Also das ist ein ja, sehr professioneller Farbscanner, der wird normalerweise, ich glaube in der Automobilbranche sehr häufig verwendet. Und der misst im Endeffekt von verschiedenen Einstrahlwinkeln auf die Farbe mit Licht und der misst dann, was zurückreflektiert wird, also wie die Farbe aus welchem Blickwinkel reflektiert wird. Basierend auf diesen Scan-Daten haben wir dann unseren Editor bzw. unsere Engine, was die Farben bei uns im Spiel genau auf diese Scan-Werte kalibriert. Also da wird bei uns im Spiel hergegangen und wird es von der gleichen Richtung gemessen auf die Farbe und wird dann so lange geschaut, bis wir den exakt gleichen Ton haben, bis die Farbe im Spiel genau aus der gleichen Richtung genauso reflektiert, wie sie in echt reflektiert. Man muss dazu sagen, dieser Farbscanner ist nicht ganz günstig, deswegen ist eher weniger was für Modder. Also da liegen wir locker im 5-stelligen Bereich mit dem Scanner. Deswegen, aber wir haben in unserer Library mittlerweile, es sind ungefähr 300 Farben, die mit diesem Scanner eingescannt worden sind. Also wir waren letztes Jahr auf der Agritechnica und sind da 2 Tage über die ganze Messe gelaufen, haben bei sämtlichen Herstellern gefragt, ob wir die Farben scannen dürfen und haben ihn an jede beliebige Stelle am Fahrzeug gehalten, damit wir da eben jetzt bessere Farben haben. Also normalerweise für die gängigen Marken, also es sind, glaube ich, über 100 Hersteller gewesen, wo wir jetzt echte Farben haben. Genau. Wie funktioniert es? Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Also man muss dazu sagen, ich habe es einmal in Maya vorbereitet. Sieht man auch? Genau. Also hier ist unser 700er Fendt in Maya und wir haben hier schon, wenn ich hier mal in Object Mode gehe, sieht man schon mal eine Neuerung. Und zwar, wir haben Farben in Maya. Das hatten wir davor nicht. Das werden wahrscheinlich sehr viele von euch kennen. Normalerweise waren bis auf Decals oder alles, was eine Diffuse-Textur hatte, waren Maya komplett grau, weil wir im Endeffekt keine Diffuse applied hatten. Jetzt haben wir da sehr viel Aufwand reingesteckt und haben für Maya einen Shader entwickelt. Also wenn wir da mal
ein Material anklicken, sehen wir hier, links ist es kein Lambert oder irgendwelches andere Material mehr, es ist ein GLSL-Shader. Das ist ein spezieller Shader, den man in Maya verwenden kann, und da haben wir unseren Vehicle-Shader portiert, damit er eben auch dieses Format unterstützt bzw. konvertiert, damit er in Maya genau das gleiche darstellt wie bei uns im Spiel. Damit wir in Maya schon eine Vorschau haben, wie die Farben aussehen, welche Farben auf welchem Face assigned sind, damit wir auch schneller sind und nicht mehr im Spiel schauen müssen, ist jetzt da die richtige Farbe drauf und so weiter. Man sieht nicht nur die Farben, die wir drauf haben, also wenn man hier sehr nah ranzoomt, dann sieht man auch, ich hoffe, das sieht man ganz gut, also man sieht hier auch die Detailtexturen, also die Detail-Textures, die ich vorher angesprochen habe, also die sind da auch alle drauf. Genau, also zum einen, wir haben hier unseren Material-Tab, den sollten viele vielleicht kennen im Exporter, den haben wir ein bisschen erweitert. Also zum einen haben wir hier jetzt oben ein Dropdown für die Materialselektion, und was wir hier als wichtiges Feature auch haben, wir haben die Materials gruppiert. Also wir haben hier diese kleinen Trennstriche, und wenn wir jetzt hier schauen, diese ganzen Materials hier, die zwischen dem Trennstrich sind, können später gemerged werden. Also diese alle dürfen auf einem Objekt gleichzeitig assigned sein. Und wenn wir jetzt hier mal gehen auf Calibrated Gloss Paint, das ist im Endeffekt die Hauptfarbe, und sobald wir das hier selektieren im Dropdown, werden auch alle Faces selektiert. Das ist eine ganz nützliche Funktion, falls man da was auf den Faces machen möchte oder die sonst irgendwie separieren möchte. Wir haben dann unseren Vehicle Shader, das ist im Endeffekt jetzt das ist der OG-SFX Shader drauf, aber im Endeffekt wird er dann vom Spiel als normaler Vehicle Shader XML erkannt. Man kann die Variation auswählen und man hat die Parameter, das kennt ihr alle bestimmt von davor. Und man hat jetzt im Endeffekt hier die Brand Material Kategorie. Also haben wir jetzt zum einen ein Material ausgewählt, das ist Calibrated Gloss Paint. Das verwenden wir normalerweise für die glänzenden Lacke am Fahrzeug. Also hier die Motorhaube zum Beispiel, das Grün, weil das schon sehr glänzend ist. Da haben wir sehr viel Clear Coat drauf, damit es eben ähnlich aussieht. Und genau, da haben wir einmal das Material selbst ausgewählt und wir wählen unten noch die Color Scale dazu aus. Da haben wir die ganz nützliche Funktion, dass wir die Color Scale aus einem anderen Template nehmen können. Also wir haben hier unsere ganzen Materials und da können wir auswählen, von welchem Template wir die Farbe selektieren möchten. Das könnten wir von den anderen auch, beziehungsweise wir könnten hier, also hier haben wir zum Beispiel die Smoothness Scale, Clear Coat und so weiter, also das hätten wir auch noch als extra Parameter, aber dadurch, dass wir hier Calibrated Gloss Paint ausgewählt haben, werden die automatisch vorgewählt und hier auch die Detailtexturen, also die können wir auch manuell alle definieren, aber wir nehmen sie eben von unserem Material Template. Was wir hier noch haben, was zu erwähnen ist, wir haben hier ein Material Slot Name, der wird später noch ganz wichtig sein. Das ist im Endeffekt ganz ähnlich wie unser i3D-Mapping, was wir davor hatten, was hier oben dann ist, wenn wir eine Node selektiert haben. Das ist im Endeffekt zum Identifizieren von dem Material im XML-File, damit wir das später auch konfigurieren können, zum Beispiel für eine Farbkonfiguration. Aber da komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen. Um ein Material zu erstellen, haben wir hier unten auch ein Templates-Fenster. Da haben wir eine Selektion an verschiedenen Materials, also kategorisiert nach Typ. Und da können wir mit Rechtsklick einfach ein neues Material erstellen und dann auf ein Objekt assignen. Und dann funktioniert es, da erstellt er gleich den ganzen GSSL-Shader und hat dann alles vorbereitet. Es gibt noch zu sagen, wir haben hier auch eine Convert Materials-Funktion, also für alte Fahrzeuge aus dem FS22 kann man einfach den Button drücken. Er konvertiert die Materials automatisch, also er weiß, auf welchem UV-Slot es ist, deswegen weiß er dann automatisch, welche Detail-Texturen er dafür verwenden muss. Also wenn man das Fahrzeug schon in Maya hat, ist es überhaupt kein Problem, das auf das neue System zu konvertieren. Und es gibt noch dazu zu sagen, also wir shippen noch den alten Vehicle Shader mit dem Spiel. Also theoretisch, wenn man seinen Mod nicht konvertieren will auf das neue Material-System, weil man kein Maya-File hat, weil man kein Blender-File hat, dann kann man auch den alten Vehicle Shader verwenden und es funktioniert noch genauso. Man hat dann natürlich nicht die neuen Funktionen mit dem Klarlack drauf und so weiter, aber es funktioniert trotzdem. Und das Ganze wird auch in Blender funktionieren. Die Blender-Pipeline ist noch nicht ganz fertig, weil wir da immer noch am Entwickeln sind. Deswegen zeige ich es aktuell nur in Maya, weil wir damit hauptsächlich arbeiten und da funktioniert es schon so, wie es soll. Aber im Blender wird es dann im Endeffekt sehr ähnlich sein.
Mit der Farbpreview im Blender sind wir aktuell noch nicht sicher, ob wir das genauso hinbekommen, weil das schon ein bisschen mehr Aufwand ist vom Code her, dass wir da einen eigenen Shader dafür haben, der in Blender funktionieren würde. Da müssen wir schauen, also da kann ich noch nichts garantieren. Genau, dann springen wir weiter in die Präsentation. Genau. Machen wir weiter. Nächstes Thema sind die Merged Shadows. Das hat der Stefan Geiger gestern angesprochen, was ein sehr cooles Feature ist. Zuerst mal zum Problem. Also ja, mit dem aktuellen System haben wir 8 Arbeitslichter vorne, 8 reelle Lichtquellen normalerweise. Nicht vorne, wir haben 4 vorne und 8 insgesamt mit den 4 hinten. Und ja, wenn wir jetzt auf allen 8 Arbeitslichtern Schatten aktivieren würden, würden wir sehr schnell an das Schattenlimit kommen, weil normalerweise, ja, je nach Grafiksettings haben wir bis zu, ich glaube, 8 oder 10 Schattenlichter, die gleichzeitig aktiv sein können von der Performance her. Und da würden wir eben sehr schnell in unsere Limitationen kommen. Aber es wäre natürlich sehr schön, wenn wir auch Schatten auf den Lichtern aktiviert hätten, weil wir haben, ja, viele werden es kennen, wenn man einen Anhänger hinten am Traktor hat, hat man immer das Problem, dass das Licht in den Anhänger reinscheint, obwohl eigentlich eine Mauer vorne dran wäre. Und um das Problem zu lösen, haben wir die Merged Shadows implementiert. Das ist im Endeffekt, dass wir für mehrere Lichtquellen eine Schattenberechnung verwenden können. Also man sieht es hier auf der rechten Seite, ich habe das in rot markiert. Das ist im Endeffekt die Berechnung an Schatten, die wir für alle 4 Arbeitslichter vorne verwenden. Also wir haben 4 Lichter, nur eine Berechnung, also haben wir vorne eine Schattenberechnung, hinten eine Schattenberechnung, haben dann 2 Schattenberechnungen pro Fahrzeug. Und das ist ja um einiges weniger als die 8, die wir sonst gebraucht hätten. Das Problem mit dem System, also es hat auch Limitationen. Natürlich kann ein Schatten nur in eine Richtung berechnet werden. Also die wird immer, also ja, so wie ich es hier eigentlich aufgezeichnet habe in Rot, in die Richtung wird der Schatten berechnet. Und dadurch haben wir leider keine Möglichkeit, zur Seite Schatten zu generieren. Wir können trotzdem alle 4 Lichter, die wir haben, zusammen mergen zu einem Licht. Was die Engine da macht, der Schatten an der Seite wird dann einfach ausgefadet. Also ich habe es hier markiert an dem Punkt. An der Seite hat man dann halt keine Schatten mehr, aber vorne in dem Bereich, was eigentlich am wichtigsten ist, hat man dann auf jeden Fall schöne Schatten. Und vor allem nach hinten auch, also es wird dann nicht mehr so leicht in den Anhänger rein leaken, sagen wir mal. Es kommt natürlich auch immer auf den Anhänger an, also wenn er vorne eine sehr dünne Wand hat, es kommt auf die Faces an, wie weit die zusammen sind, da kann es teilweise trotzdem noch dazu kommen, dass es an der Kante ein bisschen reingeht. Aber wenn man einen normalen Kipper hat oder so mit einer dicken Wand, dann sollte es auf jeden Fall behoben sein. Das ganze System ist automatisch aktiviert für große Lichtquellen, also ich habe es aktuell gestellt auf 7,5 Meter, also alles was größer ist, was normalerweise Arbeitslichter sind oder größere Rückfahrlichter, die haben automatisch Schatten. Bei Rücklichtern, also die roten Rücklichter oder Blinker, da ist es aktuell nicht aktiviert, weil sonst würden wir ja trotzdem schnell wieder auf unser Schattenlimit kommen. Genau, aber wenn man auch Schatten haben möchte bei kleineren Lichtern, wäre es noch ein XML-Parameter, den man hinzufügen könnte, der das dann trotzdem aktiviert. Man muss dazu sagen, die Merged Shadows sind bei uns default aktiviert, wenn man es auf Ultra-Setting stellt, beziehungsweise wenn man, also man kann das Lichtsetting auch noch einzeln einstellen. Wenn das Lichtsetting auf Ultra ist, dann werden die Schattenlichter aktiviert. Wie sieht es in Action aus? Also ich habe hier schon mal vorbereitet ein kleiner Screenshot aus dem Safe Game, was ich hatte für die Gameplay-Präsentation mit den Consumables. Und man sieht hier ganz schön, wie das Licht nach vorne wirft und einen Schatten generiert hinter den Paletten, die wir auf unserem Anhänger geladen haben. Man sieht ja auch noch schön, wie das Licht im Nebel ein bisschen gebrochen wird und dadurch ist die ganze Szene ein bisschen heller, was sehr schön aussieht. Was wir für ein Problem haben bei den Merged Shadows, das gleiche Problem, was man im Endeffekt auch bei echten Traktoren hat. Wenn wir uns den Traktor anschauen, beziehungsweise ich habe hier extra noch ein Foto gemacht von dem, wir haben einmal unten Lichter und wir haben einmal oben Lichter. Und normalerweise in echt, wenn man vorne ein Arbeitsgerät dran hat, was sehr groß ist, zum Beispiel ein Saatguttank für die Drille, der ist normalerweise sehr groß und verdeckt die ganze Motorhaube. Und wenn wir da dann die unteren Lichter anmachen würden, auch bei uns im Spiel, dann sehen wir vorne nichts, weil wir haben Schatten, also blockiert der Tank oder das Anbaugerät vorne den kompletten Schatten. Was die netten Herren bei Fendt dann entwickelt haben, beziehungsweise bei allen anderen Herstellern auch, sie haben oben noch Lichter hinzugefügt.
Und diese Lichter kann man dann aktivieren, wenn man vorne ein sehr großes Anbaugerät montiert hat. Und ja, gezwungenerweise, beziehungsweise weil wir das eigentlich auch schon lange umsetzen wollten, dass man da einen Switch hat auf die Toplights, haben wir das dann bei uns auch implementiert. Und ja, man sieht hier eine kleine Animation, wie das bei uns aussieht. Also ich habe da ein Mähwerk vorne dran gehangen und dann switcht er automatisch auf die oberen Lichter. Und man sieht auch sehr schön, wie die Lichter im Schatten bzw. im Nebel ein bisschen reflektiert werden. Um das Ganze zu definieren, kann man bei jeder Lichtquelle angeben, ob es ein Top- oder Bottom-Light ist, also ob es unten das Licht ist oder oben. Beziehungsweise kann man auch dann bei den Static Lights, also bei den Lichtmeshes angeben. Und dieser Switch, ob er auf die oberen Lichter geht, ist bei uns im Spiel automatisch. Also das kann man nicht manuell toggeln. Und dieser wird gemacht basierend auf das Anbaugerät. Also wenn man es im Anbaugerät definiert, dass er die Toplights braucht, was per Default ja ist, dann geht er eben auf die Toplights. Aber man kann es zum Beispiel bei kleineren Arbeitsgeräten, die das Licht nicht blockieren, wie zum Beispiel hier das Gewicht, wenn wir das dran haben, können wir eigentlich trotzdem die Lichter unten anhaben. Da kann man es dann speziell definieren, dass dieses Frontgewicht die Lichter nicht nach oben switcht, wie wir es bei uns im Spiel gemacht haben. Aber normalerweise alle anderen, also wie zum Beispiel das Mähwerk hier, switcht eben die Lichter nach oben. Dann kommen wir zu den Konfigurationen. Wheel Configurations ist ein sehr großes Thema, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn jemand mal eine Fahrzeug-XML angeschaut hat von uns, ja, die Hälfte am Anfang besteht zuerst mal aus Wheel-Konfigurationen. Wir haben mittlerweile sehr viele Reifenhersteller, es sind 7, 8 Stück, was wir mittlerweile haben. Und dadurch, wir brauchen natürlich für jeden Reifenhersteller, für jede Kombination, für Doppelreifen, für Breitreifen, brauchen wir eine eigene Konfiguration. Und weil uns das ja zu viel Aufwand war, beziehungsweise nicht mehr handelbar war mit den neuen Herstellern, den wir alle haben, sind wir hergegangen und haben das System ein bisschen vereinfacht. Also was wir jetzt haben, sind dynamische Wheel Configurations. Das Einzige, was wir dazu noch brauchen, ist im Endeffekt, dass wir eine Reifengröße angeben. Also wir geben zum Beispiel an, die Reifengröße wollen wir in der Konfiguration haben und das System sucht sich dann automatisch aus der Datenbank an Reifen, was wir haben, die richtigen Reifen für die verschiedenen Hersteller raus. Also wir geben zum Beispiel an, dass wir eine Breitreifen-Config haben möchten, wie zum Beispiel hier im Bild. Und das Spiel schaut dann, von welchem Reifenhersteller gibt es denn diese Konfiguration. Und daraus generiert dann automatisch die Reifenkonfiguration für die anderen Brands. Das macht die XML natürlich um einiges kleiner. Da sparen wir uns einige Zeilen, weil davor war es teilweise 200, 300 Zeilen am Anfang, was einfach nur Reifenkonfigurationen waren. Und dadurch ist es sehr viel komprimiert, da wir eigentlich nur noch die unterschiedlichen Konfigurationen und nicht die Brands mit in den Reifen haben. Ja. Was wir noch haben bei den Color Configurations, das habe ich gerade eben kurz angesprochen, also da geht es hauptsächlich um den Slot Name. Also im FS22 hatten wir die Base Materials in der XML, die haben im Endeffekt ja, die Materials in der i3D ein bisschen wiedergespiegelt. Es wurde doppelt definiert, damit wir dann das Material in der XML verwenden kann. Es ist sehr viel Aufwand, sehr umständlich und nicht wirklich transparent. Was man da jetzt genau ändert mit den Color Slots, muss man eigentlich immer nachschauen, welches Material man genau hatte. Das haben wir jetzt geändert, also dadurch, dass wir für jeden UV-Slot, wie wir davor hatten, also ein eigenes Material haben, können wir dieses Material verwenden, um darauf unsere Modifikationen in der XML zu machen. Also um darauf zum Beispiel eine neue Farbe zu assignen. Man sieht es hier ganz gut, also wir haben hier als Beispiel die Farbkonfiguration für die Fendt, also für die Black Beauty Version in schwarz. Da haben wir vorher, also das ist das gleiche Material, was wir vorher in Maya hatten. Dann nennen wir den Slot-Name Main Chassis Matt. Und dann in der XML müssen wir nur noch diesen Material Slot Name angeben und das System sucht sich automatisch aus der i3D das richtige Material und macht dann da die Modifikationen draus. Wir assignen hier ein Material Template, das Metal Painted Black und nimmt da automatisch die Attribute, die dort definiert wurden. Man muss dazu sagen, die Brand Colors wurden ein bisschen überarbeitet, also das heißt jetzt Brand Material Templates, beziehungsweise wir haben auch die Basis Material Templates, was davor in den UV-Slots waren, haben wir eine separate XML, die so ähnlich aufgebaut ist. Und der Grund ist einfach, weil wir jetzt einfach viel mehr haben als nur Farbe. Also die Material Templates beinhalten die Farbe, die Detail-Texturen,
den Klarlack etc. Deswegen heißt es jetzt Material Templates, weil es das Ganze umfasst. Was natürlich auch heißt, dass wir hier viel flexibler sind und so gut wie alles von der XML ändern können. Also ich habe hier schon mal ein Beispiel vorbereitet, das ist der CR11, den ich auch gestern gezeigt habe. Den haben wir auch in der Camouflage-Version bei uns im Spiel und diese Konfiguration können wir rein mit XML umsetzen. Also wir nehmen uns das Material, also CR11 Outside Shielding Matte, das sind alle Parts, die außen sind. Also da haben wir zum Beispiel in der Gold-Konfiguration, da sagen wir einfach das Material Template Gold drauf, damit der halt schön in Gold ist. Aber hier sagen wir dann, wir haben eine Custom-Textur, die wir selbst erstellt haben. Also das ist dieses Muster, das man auf der Seite sieht. Und das assignen wir einfach als Detail Diffuse. Und dadurch haben wir das Ergebnis mit sehr viel weniger Aufwand. Also davor im FS22 war das durchaus ein bisschen mehr Aufwand. Da haben wir ein komplett eigenes Objekt mit eigenem UV-Layout, damit das Muster schön drauf passt. Aber so haben wir das sehr viel einfacher umgesetzt. Des Weiteren haben wir noch sehr viel mehr Konfigurationen hinzugefügt. Eine wichtige Konfiguration sind die Animations- und Zylinder-Configurations. Die sind wirklich sehr nützlich. Man sieht es zum Beispiel, beziehungsweise auch in Kombination mit den Component Configurations. Man sieht es hier beim PM-Truck von Pfanzelt. Da haben wir im Endeffekt den ganzen Kran als Konfiguration. Und dieser Kran beinhaltet eben auch Components, die vorne für die Gabel verwendet wird, damit man die Bäume greifen kann. Und durch die Component Configurations können wir einfach sagen, dass wir nur eine bestimmte Anzahl oder spezifische Components von dem Fahrzeug für eine Konfiguration verwenden wollen. Davor war das nur sehr bedingt möglich, nur über bestimmte Hacks, aber so haben wir das recht ordentlich separiert. Und durch die Animations- und Zylinder-Configurations sind wir da noch viel besser von der Performance her, weil bei der Zylinder-Configuration haben wir zum Beispiel die Moving Tools, die für den Kran verwendet werden, haben wir nur in der Zylinder-Configuration für den Kran mit drin. Also davor war es so, dass immer alle Moving Tools geladen wurden, aber durch die Zylinder-Configuration laden wir nur das, was wir brauchen. Und das spart uns im Endeffekt dann auch sehr viel Performance beim Laden und auch beim Updaten. Dann, nächstes Thema sind die Shared Dashboards. Ja, vielleicht waren manche auf den Traktoren drauf und denen ist vielleicht aufgefallen, die sehen alle gleich aus von innen, beziehungsweise sehr ähnlich. Wer sich mal die Terminals angeschaut hat, das ist im Endeffekt die gleiche Software auf den Terminals. Sie sehen nur minimal unterschiedlich aus, teilweise je nach Konfiguration. Und deswegen sind wir bei uns auch hergegangen und haben da ein neues System entwickelt. Weil davor im FS22, wir hatten auch die ganzen Fendt, die hatten alle die Fendt One Displays, wie man sie nennt. Und wir mussten in jedem Schlepper einzeln definieren, wie das Display aussieht. Und wenn man dann natürlich eine Änderung machen möchte oder wenn man irgendwo was vergessen hat, dann hat man da sehr schnell eine Inkonsistenz und ja, es ist einfach sehr schwer zu handeln. Deswegen sind wir hergegangen und haben jetzt die Option hinzugefügt, dass man Dashboards von einer externen i3D bzw. einem XML-File laden kann. Also wir haben da eine i3D, die beinhaltet die Displays selbst, also das Mesh und die Nodes bzw. die Slider, die da drauf sind etc. Und wir haben eine XML dazu, wo dann definiert wird, wie diese Objekte funktionieren. Und dann in der Fahrzeug-XML ist es ganz simpel, da müssen wir nur definieren, wo wir den Display hinhaben möchten. Also wir haben nur noch eine Node, die wir definieren und da linken wir dann zum Beispiel die Fendt One Displays rein. Wir haben eine Displays XML-File und darin können wir auch mehrere Displays definieren. Also wir haben zum Beispiel das normale Dashboard vorne, das Main und das Top dann mit dem Radio und so weiter drin. Das Ganze ist verfügbar für ein paar Hersteller, also wir haben mittlerweile 3, 4, die wir da recht gut ausgestattet haben. Es werden mit der Zeit dann wahrscheinlich noch mehr werden, je nachdem, welche neue Traktoren wir bekommen. Es ist natürlich auch Aufwand, das Ganze umzubauen, das in ein externes File zu schieben, bei den Fahrzeugen umzubauen, aber bei Fendt, bei CNH zum Beispiel oder bei John Deere haben wir das sehr gut implementiert mittlerweile. Dann zum Thema Dashboards, wir haben auch noch sehr viel mehr Dashboard-Funktionen hinzugefügt, zum Beispiel Scheibenwischer für die GPS-Lenkung etc. Wie ihr hier seht, genau. Dann, nächstes Thema sind die Static Lights. Was wir davor hatten bei den Static Lights, also es sind im Endeffekt die Light Meshes, die dann visuell leuchten am Fahrzeug, werden die alle separiert, je nach Lichtfunktion. Also zum Beispiel die für die Blinker waren eigene Objekte, die für das Arbeitslicht waren eigene Objekte. Und dadurch, beziehungsweise was es noch verschlimmert hat, wir hatten eigentlich immer 2 Objekte pro Funktion. Also wir hatten das Glas oben drauf, was separat war, weil es natürlich Alpha-Blending hat, und wir hatten das Mesh dahinter.
Also hatten wir pro Funktion 2 Lichtmeshes und wenn die Kabine noch einzeln ist, haben wir dann noch mehr Lichtmeshes. Deswegen hat es den Draw-Call-Count für die Lichter sehr erhöht. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben eine Option hinzugefügt, beziehungsweise mit dem neuen Vehicle Shader ist es eigentlich Standard, dass wir Lichter zusammen mergen können. Und um die Funktion von einem Licht dann zu definieren, haben wir das UV-Layout. Also im Endeffekt genauso wie wir es davor für die Materialien haben, verwenden wir es jetzt nur für die Static Lights. Also es macht das Ganze in der XML sehr viel simpler. Also wir haben nur noch das zusammengemergte Mesh. Die UVs sind je nach Funktion auf die einzelnen Slots gelegt und in der XML definieren wir hier zum Beispiel beim Fendt haben wir nur noch 4 Lichtobjekte. Also einmal das Glas oben drauf, das Objekt dahinter und für die Kabine, weil die Kabine natürlich gefedert ist, sich bewegt, haben wir dann noch einzelne Objekte. Und hier beim Fendt haben wir auch noch die Slider-Turnlights, was da auch noch definiert wird. Und ja, rechts in der Animation sieht man es ein bisschen, also die einzelnen Funktionen werden dann via Shader-Parameter getoggelt. Ja, ich spiele ein bisschen rum, dass man die einzelnen Lichtfunktionen sehen kann. Und ja, das Ganze wird im Endeffekt von unserem Script gehandhabt. Also wir haben da ein Standard-UV-Layout, das wir dafür verwenden. Und auf den Slots ist im Endeffekt genau diese Funktion definiert. Und unten sieht man dann auch, wie es zum Beispiel beim 700er Fendt aussieht, also welche Lichter auf welcher Funktion sind. Genau. Man hat auch die Option, die Slots noch zu remappen, also wenn man externe Shared Lights lädt und so, gibt es auch noch ein paar Funktionen, damit man andere Funktionen auf bestimmte Slots legt. Wenn man da mehr Arbeitslichter hat zum Beispiel, kann man da noch mehr hinzufügen. Was wir noch haben, wir haben Emissive Maps. Ja, viele werden es kennen. Im Endeffekt definiert es, wie ein Licht leuchtet. Es gibt dem Licht viel mehr Struktur, weil ja, Licht ist nicht nur eine plane Lichtfarbe, sondern man hat ja viel mehr Struktur. Man hat die ganzen einzelnen LEDs, die eigentlich leuchten. Und das haben wir jetzt standardmäßig mit einer Emissive Map hinzugefügt. Man sieht hier zum Beispiel die Emissive Map vom 700er Fendt. Man erkennt die Umrisse ganz gut, wenn man sich die Lichter mal angeschaut hat. Und das definiert dann im Endeffekt, wie es leuchtet. Also man sieht hier einen ganz schönen Screenshot, wie es dann zum Beispiel im Editor aussieht, wenn man das Licht anmacht. Und man sieht die sehr schönen Screen-Space Reflections, also wenn man unterm Licht schaut, wie das Licht selbst auf dem Lack reflektiert wird. Also immer noch eins meiner Lieblingsfeatures. Ich muss es erwähnen, tut mir leid. Was wir noch haben, wir haben Unterlenkerbreiten. Wir hatten im 22 immer das Problem, es gibt unterschiedliche Geräte. Die Geräte sind unterteilt in verschiedene Kategorien. Also große Arbeitsgeräte sind zum Beispiel Kategorie 3, kleinere eher Kategorie 2. Fronthydraulik ist immer Kategorie 2. Also es geht im Endeffekt um die Breite zwischen den Unterlenkern und auch die Größe der Unterlenkerkugeln. Und es gibt natürlich Tools, also bisher sind wir immer hergegangen, wir haben die hinteren einfach auf Kategorie 2 fix gemacht, weil es eben die meisten Geräte waren und leider gab es dann auch Geräte, die konnte man nicht auf Kategorie 2 setzen. Also viele haben wir ein bisschen angepasst, aber im Endeffekt war es nie eine gute Lösung. Und ja, wir sind jetzt hergegangen, haben die einzelnen Objekte von einem Unterlenker separiert und dadurch können wir eben die Breite anpassen. Also man sieht es ganz unten auch in dem Debug-Rendering, das sind die einzelnen Breiten für die einzelnen Kategorien und die können wir dann durchswitchen. Und ja, wenn wir ein Tool anhängen, das Tool definiert selbst, was es für eine Kategorie hat, beziehungsweise es kann auch mehrere Kategorien unterstützen und der nimmt dann die, was für den Schlepper auch passend ist. Und dann setzt der Schlepper seine Unterlenker auf die Breite. Und was haben wir noch? Nee, das war die falsche Slide. Hier noch eine kleine Slide zum Setup, also falls jemand ein Foto machen möchte, das habe ich nur aus unserer Dokumentation, die wir dafür geschrieben haben. Habe ich das hinzugefügt. Ja, beschreibt nur kurz das Setup, also die Teile sind separiert und damit die sich anpassen können. Also ja, eigentlich recht simpel und es gibt noch ein Cheat-Command, um die Breite zu testen dann danach. Jetzt, was haben wir noch? Dadurch, dass wir die Unterlenkerbreite anpassen können, haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, Unterlenkerkugeln hinzuzufügen. Es war ein sehr großer Kritikpunkt in der Vergangenheit und dadurch, dass wir ja nie eine Konsistenz hatten mit den Breiten und die dann eigentlich immer ja, schlecht ausgeschaut hätten, weil sie nie wirklich in die Fanghaken reingepasst hätten. Aber jetzt durch das neue System haben wir endlich die Möglichkeit. Wir haben auch mehrere Typen, die wir definieren können. Also hier haben wir den einen mit den Fanghaken an der Seite, wo man rein slidet und dann haben wir noch die einzelnen Kugeln, die, wenn es zwischendrin hängt, was man einblenden kann.
Das wird auch im Tool definiert. Dann, nächstes Thema sind die Collision Masks. Da haben wir ein paar Verbesserungen gemacht. Also das ist ja sehr technisches Thema. Im Endeffekt hatten wir ein paar Probleme, um die Collision Masks richtig aufzusetzen, weil wir im Endeffekt nur eine Collision Mask hatten. Und dadurch gab es viele Probleme, beziehungsweise wir waren sehr unflexibel. Was wir jetzt neu haben, wir haben es gesplittet in eine Filter Group Mask, die definiert im Endeffekt, was ein Objekt ist. Also zum Beispiel bei einem Fahrzeug definiert es, ja, ich bin ein Fahrzeug. Und dann haben wir die zweite Maske dazu, das ist die Filter Mask. Und die definiert im Endeffekt, mit welchem Objekt kollidiere ich. Und dadurch können wir viel genauer definieren, wie physikalische Komponenten miteinander interagieren. Und zum Beispiel vielleicht wenn manche eine Palettengabel oder so schon mal aufgesetzt haben, die haben vorne eine extra Collision gehabt, beziehungsweise auch eine Ballengabel. Das war immer sehr kompliziert vom Aufsetzen und auch mit den Collision Masks sehr, sehr verwirrend. Aber durch dieses System zum Beispiel haben wir da auch die Flexibilität, dass wir nur noch eine Collision brauchen, die dann vom Ballen richtig erkannt wird. Ja, zum Konvertieren von der Maske, zum einen, wenn man das Fahrzeug schon in Maya hat zum Beispiel oder in Blender, gibt es eine Funktion, um die Masken automatisch zu konvertieren. Also der erkennt, welche Maske es davor war und sucht sich dann das beste Preset raus mit dem neuen System. Oder wenn man das Fahrzeug im i3D-File schon hat, kann man über das neue Preset-System, also man sieht es auf der rechten Seite oben ganz gut, also man hat verschiedene Presets, zum Beispiel das für Fahrzeuge kann man das Preset einfach auf das bestehende Fahrzeug setzen und er setzt dann die Group und die Maske genauso wie er es braucht. Dann das letzte Thema sind die i3D-Referenzen. Viele werden es kennen, bei unseren Fahrzeugen habt ihr vielleicht schon mal die Referenzen gesehen, die im i3D-File vorhanden sind, aber dann im Spiel komischerweise nicht mehr vorhanden waren. Die waren im Endeffekt da, damit wir zum Beispiel, wenn wir Lichter platzieren in Maya, damit wir direkt sehen, wie es im i3D-File aussehen. Aber im Spiel haben wir die dann noch separat reingeladen über die XML-File. Das System haben wir jetzt ein bisschen geändert, also man muss dazu sagen, nur für Dinge, die keine Funktion haben, wie zum Beispiel hier als Beispiel den Feuerlöscher. Diese haben ein neues Flag bekommen und das heißt Runtime Loaded, also werden zur Laufzeit geladen. Also im Spiel werden diese Referenzen auch aufgelöst und dann in das File mit reingeladen. Genau, also das verwenden wir zum Beispiel bei Reflektoren, Feuerlöschern und alle visuellen Teile, die wir noch ans Fahrzeug reinladen. Das macht es von der Performance ein bisschen besser, es reduziert die XML ein bisschen besser. Aber für die Shared Lights, wie wir sie im Fahrzeug haben, verwenden wir es im Moment noch nicht. Also beziehungsweise alle Dinge, die noch zusätzliche Funktionen haben, wie Shared Lights, wo wir noch spezielle Settings dazu einstellen müssen per XML. Aus dessen Grund haben wir das da noch nicht implementiert. Dann ganz zum Schluss das Blender Modding Buch. Ich habe es letztes Jahr schon in meinem Vortrag angesprochen. Ich habe gemeint, es kommt Ende letzten Jahres raus. Leider gab es da ein paar Verzögerungen, aber ja, der Verlag hat es jetzt bestätigt, es kommt im Oktober diesen Jahres raus. Ja, es ist auch fokussiert auf die Fahrzeugintegration. Wir zeigen da eine Scheibenecke, wie man sie Step by Step ins Spiel integriert. Wir haben auch einige detaillierte Beschreibungen zu Funktionen, zu XML-Text drin. Genau, es kommt diesen Oktober raus, also sicher empfehlenswert. Und zum Schluss auch noch wichtig zu erwähnen, der Jan-Henrik hinter der Bühne hat sehr viel Arbeit rein investiert in die Modding-Tutorials wieder. Es wird neue geben, diesmal geht es um die Integration von einem Mähdrescher, also ein bisschen komplexeres Fahrzeug. Es wird wieder komplett in Blender sein, also habe ich mein Zeug in Maya gezeigt, aber es ist natürlich auch alles dann in Blender möglich. Und er wird auch zeigen, wie man das neue Materialsystem in Blender dann aufsetzt, also wirklich sehr empfehlenswert. Und es ist, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, in der Collectors Edition mit dabei. Und wenn ihr die habt, dann habt ihr die Modding-Tutorials direkt verfügbar. Und die Modding-Tutorials vom FS22 sind mittlerweile auch free, also umsonst im GDN verfügbar, also wenn ihr die downloaden wollt, könnt ihr da gerne reinschauen.